Ja, schönen guten Mittag, meine lieben Sportfreunde bei YouTube, bei Cargold YouTube. Wir haben hier heute einen Maserati Sportwagen, den Maserati Mistral aus dem Baujahr 1970. Ist eigentlich noch ein Vertreter aus der guten alten Zeit, 60er Jahre Sportwagen mit vielen Chrom-Applikationen, mit einer ganz, ganz tollen Maschine. Den fahren wir jetzt für euch. Zustand wunderschön, hat dieses seltene Weinrot Metallic, graues erstes Leder, das ganze Interieur ist original. Und ich muss sagen, das Auto begeistert mich wirklich. Wunderschöner Wagen, habe ich so in der Konfiguration und der Qualität noch gar nicht gesehen. So, auf geht's. Ja, das erste, was mir hier auffällt, reinrassiger italienischer Sportwagen. Ganz toller Zustand. Schaut euch mal das Armaturenbrett an. Das ist alles noch original, das ist nicht restauriert. Stehen hier auf dem Tacho 39.000 Kilometer. Also ich kann das nicht bestätigen, dass diese 39.000 Kilometer echt sind. Aber ausschließen würde ich das auch nicht. Wir haben das Schild vom italienischen Oldtimer-Verband gefunden, ist also wohl ein italienisches Auto. Ist jetzt 15 Jahre in der deutschen Sammlung, schon sehr, sehr lange und ist wirklich hervorragend gepflegt. Schaut euch mal das Armaturenbrett hier an, wie sich das darstellt. Rechts der Drehzahlmesser, der geht bis 5000 Umdrehungen. Im Motor hat es ja erst in 3,5 Liter mit 6 Zylindern gegeben, dann in 3,7 Liter und das ist hier praktisch der stärkste mit 4,0, also mit 4 Litern. Das ist ein 4 Liter Mistral. Der hat 255 PS, richtig Dampf. Ich habe so nach den ersten Metern ein bisschen das Gefühl, dass er länger nicht bewegt wurde. Ich glaube, dass der mal 100 Kilometer gefahren werden muss. Der ruckelt ab und zu, aber wenn er dann fährt, läuft er seidenweich. Also es gab ja den F250, das war ja der Maserati in den 50er Jahren, wo die ganzen Weltmeisterschaften mit gewonnen wurden oder 8 Grand Prix. Und das hier ist eigentlich die letzte Entwicklungsstufe dieses erfolgreichen Rennmotors. Auto kommt mir sehr, sehr handlich vor, hat dieses schöne Holzlenkrad hier, was in einem Top-Zustand ist, gilt auch hier vorn für die Schaltung. Schaut euch das mal an. Und das gesamte Interieur, vor allen Dingen auch das Leder, sind noch original. Und das ist nicht kaputt. Auto ist wirklich klasse gepflegt. Auch die Türverkleidung hier ist vollkommen original. Ich habe gerade mal das Ausstellfenster hier geöffnet. Da sind normalerweise so kleine Pickelchen dran im Chrom. Das ist nicht der Fall bei dem Auto. An dieser Stellschraube kann man das vergrößern. Auto hat keine Klimaanlage, aber in dem Moment, wo man sich das ein bisschen vergrößert, kommt herrlich Luft hier rein. Also man sitzt schön im Kühlen. Scheibe ist auch unten, er hat also auch keinen dicken Mittelpfosten. Dadurch streicht da auch die Luft dran vorbei und es zieht überhaupt nicht. Und Power hat er. Also er hat 255 PS, hat einen Tacho, der bis 300 geht. Das war 1970 wirklich eine Ansage. Schaut mal hier. Und hat eine Spitzengeschwindigkeit von fast 260 Stundenkilometer gebracht. Das fahren wir jetzt mal nicht, aber ich merke, ich bin gerade im 3. Gang. Er hat einen tollen Sound, einen richtigen Sportwagen-Sound und er baut sofort Druck auf. Er hängt toll am Gas. So, ach, der ruckelt jetzt nicht mehr. Hast du gemerkt eben? Ja. Jetzt geht es ein bisschen besser. Ist ja oft so, wenn Autos ein bisschen gestanden haben, dann spotzen sie ein bisschen, die Kerzen ein bisschen verrußt und so. Aber das gibt sich dann. Wenn man so 10, 20 Kilometer gefahren ist, ist das vorbei. Das hier ist auf jeden Fall ein unverfälschtes Auto und das ist bei Maserati ganz, ganz selten. Die sind ja oft nicht so ganz top gefertigt gewesen und die müssen wirklich keinen Winter dürfen die gehabt haben. All diese ganzen Dinge, Salz und so. Wenn das der Fall ist, und das würde ich hier mal sagen, befindet sich so ein Wagen immer noch im super Zustand. Und ich glaube, dass er auch nur wenig Sonne bekommen hat, denn das Leder ist noch original. Also Auto hat eine 5-Gang-Schaltung, läuft über 250 Stundenkilometer, ist sehr, sehr handlich, das fällt mir auf. Er wiegt ja auch nur 1 Tonne 350 Kilo, also 1350 Kilo, was nicht viel ist für so einen Wagen. Die Türen und die Hauben sind aus Aluminium, der Rest gepresstes Stahlblech. Und wenn so ein Wagen gepflegt ist, selten zu bekommen sowas. Das ist hier so ein Auto.
Ja, jetzt haben wir mal angehalten bei uns auf schöner Wiese hier auf kleiner ruhiger Straße. Ganz interessant, Tacho 25, 50, 75, 100. Hat also immer 25er Schritte hoch bis 300 und läuft, ich sag mal so circa 260 der Wagen. Hier Amperemeter, Olio, Öl ist, also spricht also für einen reinen Italiener, Benziner, Olio und Wassertemperatur. Da der Drehzahlmesser geht bis 5000, also so hoch haben die gar nicht gedreht. Hier vorne ist die Heizungsanlage, hier die Lüftung, naja, und hier das Radio, zeitgenössisch aus der Zeit, aber was das jetzt genau war, weiß ich nicht. Hat aber ein Top-Lenkrad und in der Mitte könnt ihr den Dreizack vom Maserati erkennen. Also alles schön, das ist überhaupt nicht verkratzt, alles im sehr guten Zustand, wenn man sich da die Details mal anguckt. Also ich würde fast sagen, der hat wirklich wenig gelaufen. Ihr könnt das vielleicht auch hören, dass die Maschine ganz seidenweich läuft. Die rumpelt nicht oder läuft rau oder so, überhaupt gar nicht. Also das Auto ist sehr gut. Man sieht es auch hier an dem Handschuhfach. Schaut mal hier. Wirklich hervorragend. Was ist hier drin? Eine Betriebsanleitung aus der Zeit. Organisazione Vendita de Assistenza. Italienische Betriebsanleitung. Also spricht sehr dafür, dass es ein Italiener war. War also nicht in den USA oder irgendwo anders, war immer in Europa. Da sind die ganzen deutschen Händler auch aufgeführt. Und da das noch im Original da drin ist und nicht kaputt ist, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, jetzt steigen wir mal aus. Ich mache den Wagen mal aus. Hier vorne ist der Schlüssel. Jetzt ist er aus. Schöner Schaltknauf auch noch. Das ist der Originale. Schaut mal hier, das ist nicht gerissen und nicht kaputt. Selten sowas. Ja, da oben flattert noch was. Das ist ein Hubschrauber gerade, aber egal. Schaut euch mal an, was dieser Wagen in der Sonne glänzt. Also einmal merkt man, das hat ein super Spaltmaß, das Auto. Ich würde mal sagen, dass der noch nicht groß auseinander gewesen ist. Das sitzt hier wirklich perfekt. Dann hat er hier vorne Maserati. Was heißt denn das hier? Registro. Maserati, also ob das daran gehört, weiß ich jetzt gar nicht genau. Hat diese schöne Öffnung an der Seite. Das müsste man von hinten auch öffnen können. Dann hat er hier hinten, wie gesagt, sehr schöne Details. Das ist der Tankverschluss, 80 Liter Tank, in Chrom eingefasst, muss man runterfassen, haben wir aber jetzt nicht geöffnet. Dann hat er diesen langgezogenen Deckel hinten, der also wirklich gewaltig ist und der diesem Auto auch von hinten dieses schöne Design verpasst. Da steht auch hier hinten drauf Maserati 4000. Hier vorne der Dreizack. Ja, was heißt das denn eigentlich? Inizione. Was heißt Inizione? Einspritzung. Oh, okay. Jetzt müssen wir wieder schneiden, das geht gar nicht. Also ich bin ja kein Italiener. Also Inizione habe ich mir gerade sagen lassen, heißt Einspritzung. Er hat zwei oben liegende Nockenwellen, 4 Liter, 6 Zylinder. Die sind natürlich entsprechend groß, die Zylinder, die Kolben, das könnt ihr euch ja vorstellen. Ja, und das Tolle ist halt eben, er hat noch schön viel Chrom. Das ist so ab 70er Jahre dann weniger geworden. Man hat es dann bald ganz gelassen. Also das ist noch ein 60er Jahre Vertreter. Da hat man auch den gesamten, die ganze A-Säule hier in schönem Chrom eingekleidet. Auch das Ausstellfenster hier vorne. Ohne Pickel. Und das ist sehr, sehr selten, dass das noch so gut sitzt. Das wackelt nicht oder hat sich nicht gelöst. Hat auch hier vorne Lufteinlässe, auch in Chrom eingefasst, auch hier vorne. Also schaut euch das mal an. Der ist vom Pflegezustand hervorragend, der Wagen. Er hat nur 2 kleine Steinschläge, das habe ich hier vorne gesehen. Die müsste man mal wegtupfen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht hier. Da ist wohl mal ein Stein drüber geflogen, aber auch die Chromstoßstange vorne, die sitzt perfekt und ist auch nirgends kaputt. Übrigens klassisch, typisch zu erkennen, hier vorne Maserati Dreizack. Und Mistral, das ist ein klassischer Mistral mit der stärksten Maschine, deshalb ist ein französischer, südfranzösischer Wind. Die haben dann ihre ganzen Autos bis in die 80er Jahre hinein mit solchen Namen versehen. Also wirklich tolles Auto, besonders hier die Sitze. Also vielleicht zeigt das Paul mal, der hat noch die originalen Ledersitze, die überhaupt nicht kaputt sind. Die müssen mal ein bisschen gefettet werden, mehr nicht. Hat auch noch einen ersten Teppichboden in dem Wagen. Also all das ist original und nicht beschädigt. Und das meine ich ist sehr, sehr selten. Da hat er sogar hinten ein Rollo. Da kann man also da sein Gepäck unten drunter legen. Schaut euch das mal an. Schön in hell und da sieht man, wenn man da hinten reinguckt, einen relativ großen Kofferraum, weil er ja dieses Fließheck hat, also relativ groß auch. Da passt eine Menge Gepäck rein. Finde ich sehr gut gemacht. Jetzt machen wir mal den Motor vorne auf. Links ist ein Aluminiumhebel. Haube aus Aluminium. Hat man aus Gewichtsersparnisgründen gemacht. Ich finde 1,3 Tonnen auch nicht viel für so ein Auto. Deswegen ist der Wagen auch in 7 Sekunden auf 100. Ja, und diese Maschine ist hier so zum letzten Mal dann gebaut worden. Das war danach dann dabei. Das ist ein Motor, der ist in den ganzen Rennwagen verbaut worden, hatte riesige Erfolge.
So, könnt ihr sehen, Doppelzündung, 6 Zylinder, ein großer Vergaser. Ne, das stimmt ja gar nicht, Einspritzung. Ja. Da, wo? Da, das da, ne? Ja. Einspritzanlage von Lucas. Made in England. So, und da vorne hat er die ganzen originalen Fahrgestellnummern. Das sind die Plättchen, die da drauf gehören. Einmal in grün, einmal in rot. Das habe ich schon bei vielen originalen Autos gesehen. Die sind aber hier nirgends beschädigt, wie das ganze Auto sich wirklich in einem tollen Zustand zeigt. Also der ist sehr, sehr original. Ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich einmal lackiert wurde. Haben wir das mal durchgemessen? Lackiert ist er, ja. Ist einmal lackiert worden, aber in der richtigen Farbe und das ist auch sehr, sehr gut gemacht worden. Man sieht das auch hier an den Spaltmaßen. Die sind immer noch messerscharf. Wenn ein Auto mehrfach lackiert wurde, wird das immer mehr rund geschliffen, da kommt immer mehr Spachtel drauf. Das scheint er hier nicht zu haben. Ja, hier vorne nochmal der Lufteinlass. Dann hat er Boranis drauf, die in einem exzellenten Zustand sind. Also ich finde, qualitativ von der Optik ein wirklich schöner Wagen. Er kostet keine 200.000 Euro, liegt unter 200. Das ist für so einen reinrassigen Italiener, wie ich meine, nicht viel. Ja, und das ist ein unverfälschter Wagen. Ich meine, es kann immer sein, kann mal was dran kaputt gehen. Das Auto ist nur mal 50 Jahre alt. Aber den Zehner muss man in der Tasche haben. Die Autos waren schon sehr viel teurer, sind im Moment für Preise zu haben, die wirklich interessant sind. Und in der Qualität, da behaupte ich mal, 100 von diesen Fahrzeugen ist einer so gut wie er. Also wirklich ein tolles Auto. Auch wie die Haube hier sitzt, schaut euch das mal an. Wenn ihr euch ein Auto kauft, ihr müsst einfach nur genau gucken, wie ist da die Qualität. Ist das alles bündig, ist der Lack gut? Notfalls mal die Lackschichtdicke messen. Aber guck mal hier, das sitzt hier perfekt. Das kriegen wir weggetupft hier so, dass man das nicht mehr sieht. Auch hier vorne, alles symmetrisch, sitzt gut. Und wenn man auch an den Flächen so am Auto lang guckt, kann man sehen, dass er eine exzellente Fläche hat. Jetzt gerade, wo die Sonne so ein bisschen hart ist, kann man das gut sehen. Auto ist weder wellig noch scheckig noch sonst irgendwie. Also hier haben wir wirklich einen guten Maserati und ich finde ihn voller, also wenn man überlegt, unter 200.000 Euro, ein reinrassiger, recht originaler Maserati Sportwagen. Der war übrigens 15 Jahre in der Top-Sammlung, die jetzt ein bisschen verkleinert wird. Das passiert ja öfter mal aus Altersgründen. Aber das Gesamterscheinungsbild dieses Maserati ist wirklich toll. Hier, das ist ja toll. Ja, also von unserem Wagen sind insgesamt als Spider 130 Autos gebaut worden und als Coupé 850, aber das ist aufgeteilt auf den 3,5 Liter, dann auf den 3,7 Liter und dann auf den 4 Liter. Das ist mit Abstand der seltenste und den haben wir hier. Es ist ein 4 Liter. Ich kann euch sagen, dass die 4 Liter Spider so um die 700.000 Euro kosten und da wir hier ein 4 Liter Coupé haben, was unter 200 kostet in diesem schönen Zustand, ich glaube, dass das wirklich eine Gelegenheit ist. Also was findet man selten. Und wenn die Autos dann mal irgendwann angefangen haben zu rosten und zigfach lackiert und übergespachtelt wurden, sind sie nicht mehr so schön. Wir hatten mal so ein Auto, der fuhr zwar auch, aber der lief nicht so wie er hier. Er hier ist gut, also man merkt das einfach. Und ich bin mir fast sicher, dass der wenig gelaufen hat, aber wir konnten das leider noch nicht richtig recherchieren. Das müsste man mal machen, aber wirklich ein gutes Auto. Also kein verfummelter Wagen, ein guter Wagen. Kommt lange aus einer Sammlung und ich kann euch sagen, dass diese Sammlung erstklassig war. Das lässt ja oft auch schließen. Es gibt Leute, die kaufen sich einfach nur gute Autos und das muss hier so einer sein. Also fahren tut er sich toll, vor allen Dingen er ist sehr, sehr handlich. Man hat das Gefühl, dass man einen kleinen Sportwagen in der Hand hat, aber wenn man da drauf tritt, merkt man, dass der richtig Power entwickelt. Auto hat Kraft. Zieht schön durch. 7 Sekunden von 0 bis 100 ist auch ein sehr guter Wert. Es war für die 70er Jahre Anfang richtig viel. Und mal was zur Preisgestaltung. Also ein Daytona, ein Ferrari, hat damals 70.000 Mark gekostet. Ihn hier gab es für 52.000 und entsprechende Top-Mercedes für 30.000. Also ein Wagen war damals auch richtig teuer. Und soweit ich weiß, haben das Fußballer damals gefahren. Da musste man halt eben ganz weit vorne sein, wenn man sich ein Maserati leisten konnte. Und ich sage mal, auch Inspektionen und solche Dinge kosten bei Maserati auch immer ein bisschen Geld. Das ist einfach so. Dafür hat man eine richtig schicke Italienerin. Und gerade er hier nicht durchrestauriert. Was mir übrigens auffällt,
Er riecht noch nach diesem schönen alten Leder. Der Wagen riecht nicht muffig, sondern wirklich nach diesem schönen alten originalen Leder. Und wenn so ein Wagen mal im Interieur restauriert ist, ist dieser Geruch weg. Den gibt es auch für kein Geld wieder. Das ist auch der Grund, weshalb ich ein originales Auto einem restaurierten immer vorziehe. Natürlich gibt es tolle restaurierte Autos und die finde ich auch gut. Aber ich sage mal, wenn es jetzt darum ginge, dass ich mir selber so einen Wagen zulegen würde, ich würde immer gucken, dass ein Auto möglichst original ist. Gefällt mir am besten. Dann atme ich nämlich die Zeit der 70er Jahre ein und das kann man heute nicht mehr replizieren. Es geht einfach nicht. Und das ist ein richtig schöner, authentischer Wagen hier. Und was noch dazu kommt, was ich wunderschön finde, ist diese Farbkonstellation. Dieses Weinrot zusammen hier, ist das nicht Metallic auch? Das ist so ganz leichtes Weinrot Metallic. Und dann mit dem grauen originalen Leder, was nicht kaputt ist wirklich super. Also ja, schöner Sound, du. Richtig schöner Sound. Klasse 6-Zylinder mit ganz großen Kolben. Boah. Ja, absoluter Supersportwagen. Also das muss man wirklich lassen. Ich finde auch gut, dass der 5 Gänge hat. Den kann man schön ausfahren, auch in Höchstgeschwindigkeit. Also er rauscht gut los. Ein echter Sportwagen. Und was ich bemerkenswert finde, liegt total gut in der Hand. Ich habe das Gefühl, ich fahre ein kleines Auto. Man möchte meinen, dass man bei so einem Wagen so was richtig Schweres, Großes in der Hand hat. Nein, der Wagen ist leicht. Hat übrigens auch TÜV gerade neu bekommen. Also die Vorbesitzer haben sich immer um alles gekümmert bei dem Auto. Es war eine größere Sammlung. Das ist insoweit gut, als dass man da auch sicher sein kann. Da gibt es dann einen Meister, der die Autos pflegt und so. Der kümmert sich immer um alles. Und wenn die mal ein bisschen gestanden haben, werden sie auch mal bewegt und so. Wichtig bei so einem Wagen. Also jetzt hier vom Fahren, ich kann nur eins sagen, reinsetzen, losfahren. Ich sag mal, mit seiner Freundin oder Ehefrau, Gepäck hinten rein und ab nach Italien. Da gehört das Auto hin. Der fährt auch sicherlich gut und gerne 1000 Kilometer ohne anzuhalten. Spritverbrauch, also ich sag mal so um die 12 bis 16 Liter. Damit sollte man eigentlich hinkommen. Na, liegt auch gut, ne? Ja. Können wir noch mal Gas geben da vorne. Ne? Also macht Spaß, Gas zu geben. Man merkt auch, das ist ein drehfreudiger Motor, wo sofort was kommt. Und was echt Hammer ist, ist der Sound bei dem Auto. Das hat man im Hof vorhin gar nicht so gemerkt, aber richtiger Sportwagen. Wir fahren immer noch mit offenen Scheiben und es zieht gar nicht richtig. Das finde ich bemerkenswert. Normalerweise muss man hochkurbeln, weil die B-Säule dann so dick ist, dass der Wind ins Gesicht bläst. Das ist hier nicht der Fall. Schaltet sich auch schön, wenn man mal weiß, wo die Gänge liegen. Wunderbar, butterweich. Also hier ist überhaupt nichts verbraucht. Also der kann nicht viel gelaufen haben. Ist unmöglich. Jetzt müssen wir uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ja, jetzt sind wir so 15 Kilometer unterwegs gewesen. Fazit, schicke Italienerin, fährt gut, unverbraucht. Die sieht auch noch ohne Schminke gut aus, die Dame hier. Also wirklich ein tolles Auto. Ist was für Liebhaber und für jemand, der erkennt, was das hier eigentlich ist. Tolles Auto, ne? Übrigens hat man eine ganz tolle Rundumsicht. Er hat eine ganz große nach vorne gewölbte Frontscheibe. Also man sitzt klasse in dem Auto, man hat genügend Platz, auch wenn man 1,90 Meter ist oder größer. Tolle Rundumsicht. Also sehr viel besser als in den meisten modernen Autos. Da sitzt man immer wie in so einem U-Boot. Hier sitzt man schön weit oben. Man hat das Auto genau in der Kontrolle und genau im Blick. Und man kann ihn auch richtig gut fahren.
Ja, da ist wieder Beuerberg. Schöne Probefahrt, muss ich sagen. Ich habe selten so einen schönen, authentischen Italiener gefahren. Man darf auch nicht vergessen, dass er 1970 gebaut ist also jetzt 54 Jahre alt. Tolles Auto, kann ich empfehlen. Das hier ist ein Geheimtipp. Ja, da wünsche ich euch alles Gute bis zu unserem nächsten Film. Wir machen morgen gleich weiter. Bleibt mir treu, euer Stefan. Bis morgen und tschüss.